Das ist der Grund, warum ich Freekickers verlasse. Too easy. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top. Servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute ein ernstes Thema und nicht auf dem Blatt, wo ich sowieso in letzter Zeit nichts verloren habe. Lukas wird Freekickers verlassen, er hat es schon auf seinem Kanal angekündigt. Wir werden jetzt sein Video anschauen, ich werde euch noch weitere Infos geben und natürlich auch meine Sicht widerspiegeln. Wer Lust und Bock drauf hat, holt sich jetzt eine kleine Tüte Popcorn. Ja, let's go. Ja Leute, heute ist ein trauriger Tag, denn ich werde Freekickers verlassen. Ab jetzt bin ich nicht mehr Teil vom Freekickers Team. Und warum das so ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Seit 2016 bin ich Mitglied von Deutschlands größtem Fußballkanal, über 8 Millionen Abonnenten. Ich habe über diesen Kanal die Chance bekommen, mit CR7 zu drehen. Ich war in seinem Garten, ich habe mit Sergio Ramos, Griezmann, Neuer gedreht, Aubameyang. Ich habe wirklich besondere Erfahrungen gesammelt, über die ich mich so glücklich schätze, die wirklich mein Leben auch geprägt haben. Und jetzt ist es an der Zeit, dass ich bei diesem Kanal aufhöre. Und das hat verschiedenste Gründe. Ich bin auf jeden Fall niemand, der jetzt sagt, ich verlasse den Kanal, weil irgendwas schlecht läuft oder weil ich mich mit irgendjemandem gestritten habe oder weil irgendwie die Chemie nicht passt oder so. Sondern es hat eigentlich nur einen Grund, beziehungsweise zwei große Gründe. Und der erste Grund ist einfach, dass ich zurzeit in meinem Leben mich einfach viel mehr auf meinen eigenen YouTube-Kanal und auf das Projekt, was halt dahinter steht, konzentrieren will. Und Lukas ist schon seit 2014, da war er das erste Mal bei uns in einem Video, in einem Predator-Test dabei, was definitiv cool war. Er hat das Team über die Jahre auf jeden Fall bereichert und auch geprägt mit seinen Flatterbällen, die er leider irgendwie zu platt aufgepumpt hat. Deshalb sind die so geflattert. Das habe ich aber erst erfahren, als wir uns getroffen haben. So viel dazu. War auf jeden Fall immer sehr, sehr cool mit ihm. Wir hatten 2016, wurde als offizielles Mitglied vorgestellt. 2016, 2017, 2018, das waren so, glaube ich, so die besten Jahre bei ihm. Ja, wir haben sehr, sehr viele Profi-Drehs zusammen gemacht. Sein Projekt Road to Pro frisst sehr viel Zeit auf, sehr viel Energie. Er ist jetzt immer so ein bisschen hin und her gerissen. Soll er das eine machen, soll er das andere machen, und er kann sich, glaube ich, nicht auf eine Sache fokussieren. Ob es am Zeitmanagement liegt oder ob es einfach daran liegt auch, dass er vielleicht noch andere Probleme hat, wird er wahrscheinlich in dem Video noch sagen. Freekickers Drehs einmal die Woche irgendwie oder zweimal im Monat irgendwo hinreisen, mit 3 Tage unterwegs sein, Da muss man zu sagen, wir reisen natürlich sehr oft, aber es hat sich seit 2020, seit Corona einfach komplett gewandelt. Also wir sind jetzt in den letzten 2 Jahren, waren wir, glaube ich, 2-mal im Ausland oder so. Von daher sind die meisten Drehs auch in Deutschland. Natürlich weiterhin das Problem, Member wohnen alle auseinander. Das heißt, wenn wir uns in der Mitte irgendwo treffen wollen, muss jeder 3 Stunden fahren. Das ist halt belastend und man kann nicht einfach so sagen, um 10 Uhr morgens, lasst uns mal um 12 Uhr treffen. Das funktioniert einfach nicht, zumal auch einige Vollzeit arbeiten. in London, Amsterdam, was weiß ich, das schaffe ich halt zurzeit einfach nicht, beziehungsweise darunter leidet halt mein Training, und ich habe einfach schon so viele Drehs und Events miterlebt, dass ich einfach sagen muss, was soll da noch kommen? Ich war bei CR7 im Garten, ich weiß nicht, was das toppen soll. Bei Messi im Garten ist auf jeden Fall eine Stufe drunter, deswegen, was soll passieren? No front. Ja, und das ist einfach der Grund. Ich glaube nicht, dass mir da noch irgendwas widerfahren kann, wo ich jetzt so sage, genau deswegen muss ich bei diesem Kanal dabei bleiben. Ich habe schon alles erreicht, was ich mit diesem Kanal erreichen wollte. Und ja, der Content, der gerade so ist, es sind natürlich immer viele Challenges untereinander. Ja, da muss ich sagen, klar, man einmal alles erreicht, aber dann müsste ja auch jeder Profi, wenn er einmal die Champions League gewinnt, ja direkt sagen, ja, ich habe jetzt alles erreicht. Champions League, Weltmeister, sonst irgendwas aufhören. Aber ich meine, sieht man auch an CR7, er will ja trotzdem noch
irgendwie sich weiterentwickeln. Und ich glaube auch im Alter dann halt eben, man sucht sich ja neue Herausforderungen und es ist halt so, wenn du bei Freekickers bist, hast du die Möglichkeit mit Profis dich zu messen, auch wenn die natürlich nicht immer 100% geben, aber wenn du da gegen Profi gewinnst oder halt eben ihn alt aussehen lässt, ich glaube, das ist auch eine Bestätigung, dass du dich weiterentwickelst. Da viele Drehs mit Bundesliga-Profis, aber das ist nichts, wo ich jetzt sage, das will ich die ganze Zeit machen, das reizt mich total, das macht mir mega Spaß, sondern es macht mir viel, viel mehr Spaß, an meinen Stärken zu arbeiten, was wirklich den richtigen Fußball angeht, daran zu arbeiten, besser zu werden und das halt wirklich auch jeden Tag, ohne dass man diese Störfaktoren, nenne ich es jetzt mal, mit Reisen, mit Drehs, mit Organisation dazwischen hat. Und das ist so der Grund, warum ich halt einfach nicht mehr Teil dieses Kanals bin. Ist aber auch alles cool mit Konzi und den Jungs. Vielleicht werde ich auch ab und zu noch mal einen Auftritt haben oder mal, wenn jemand gebraucht wird, aushelfen. Aber es ist einfach nichts, was ich jetzt dauerhaft mehr machen möchte. Und ja, da kann ich sagen, also wir haben jetzt keinen Streit oder keinen Stress gehabt, aber ich denke, das ist so eine Entwicklung gewesen bei uns im Team. Also am Anfang war natürlich Lukas immer derjenige, der bei den Drehs gesetzt war und eben auch im Vordergrund stand. Wir haben ja zu zweit sehr, sehr oft viele Profi-Drehs gemacht. Das hat sich im Laufe der Zeit etwas gewandelt. Da ist dann ein Felix dazugekommen, ein Martin und da hast du natürlich Konkurrenz. Und wenn du halt beim Profi-Drehs mit 2 Leuten antanzen darfst, dann musst du halt gucken, dass du entweder vorher gut performt hast oder eben natürlich auch Zeit hast an dem Tag. Und Lukas, muss man jetzt dazu sagen, war nie sozusagen der Beste im Team. Er war überall sehr gut, aber halt in keiner Disziplin der Beste. Also es gab bei Freekicks immer einen besseren, es gab bei Elfmeter einen besseren. Und das hat es, glaube ich, so ein bisschen natürlich auch nicht leichter gemacht, wenn man halt eben merkt, dass du eine große Konkurrenz hast und eben nicht immer gesetzt bist. Weil ich meine, Lukas durfte zu CR7, die Hintergrundgeschichte dazu, es durften 2 Leute mit und ich habe dann halt im Team natürlich 2 aussuchen wollen und müssen und habe mich auch unter anderem für Lukas entschieden, weil er zu der Zeit, das war glaube ich 2017, fast bei jedem Dreh mitgemacht hat, extrem gut performt hat und das war sozusagen sein Geschenk, weil auch CR7 einer seiner Lieblingsspieler ist. Ich selbst habe dann gesagt, okay, ich gehe da nicht hin, aber gut, Lukas, ja, Performance bei CR7 im Garten war ja... Das ist der Grund, warum ich Freekickers verlasse. Der zweite Grund ist natürlich so ein bisschen, aktuell gehen wir eher in die Richtung vom Content, dass wir halt Challenges machen. Es werden immer viele Spielvideos von Felix gezeigt und halt die Beat FK Folgen. Und das Konzept kommt übrigens auch komplett von mir. Das habe ich mir... Ja, das stimmt. Das hat Lukas vorgeschlagen und so als Vorreiter irgendwie geprägt. Damals ausgedacht und ja, das ist einfach... ja, Spielvideos bei Felix kann ich sowieso nicht mitmachen. Beat FK, klar, ist cool mal gegen Leute anzutreten. Ja, aber es ist nicht das, was mich so komplett reizt zurzeit und so ein paar andere Dinge, aber das ist alles cool, wenn ich jetzt auch nicht mehr dabei bin. Man will ja auch nichts Schlechtes sagen. Ja Leute, das wollte ich euch mitteilen. Ja gut, kann ich natürlich verstehen, das ist ja immer sehr individuell, die Entscheidung. Ich meine, das, was er jetzt genannt hat, die Gründe sind ja Felix Spielvideos, dass er einfach nicht mehr die Zeit vor der Kamera bekommen hat, aber gut, das gehört halt eben auch dazu. So, wir hatten einfach im letzten Jahr ungefähr hat man das schon gemerkt und es hat sich angedeutet, dass Lukas ja irgendwie nachdenklich ist und irgendwie, ja, er war halt nicht ganz happy mit eben vielleicht seiner Performance oder seiner Kanalentwicklung und er wollte halt was Neues ausprobieren. Das war natürlich das Road to Pro. Er war auch bei den Drehs, wie zum Beispiel Philipp Lahm, auch immer sehr nachdenklich und eigentlich auch gar nicht, ja, mit dem Kopf immer irgendwo anders. Das hat man ihm voll angemerkt, auch wenn wir zum Beispiel das Powerfuel, als wir den ersten Dreh hatten, die Fotos geschossen haben, also die Teamfotos, war er nicht dabei, weil er irgendwie krank war, was ich natürlich sehr, sehr schade fand, aber selbst wenn ich krank bin, dann schleppe ich mich irgendwie her. Das Highlight mit im Camp Nou bei Barcelona spielen, da hat er das irgendwie vercheckt und das Ganze waren halt natürlich immer einzelne Situationen oder einzelne Ereignisse, die aber das auch schon angedeutet haben. Und ich meine, als Amateurspieler, wann bekommst du die Möglichkeit, im Camp Nou zu spielen? Glaub nie. Und sowas sich entgehen zu lassen, ist natürlich schade. Aber gut, da sind wahrscheinlich auch andere Faktoren, die da mitgespielt haben, die er vielleicht nicht genannt hat. Und im Team war eigentlich alles soweit okay. Er war immer einer,
Da muss man dazu sagen, er war immer einer, der viel kritisiert hat an vielen Sachen auszusetzen gehabt, aber er hat nicht immer die Probleme auch lösen können. Also das heißt, wenn ich ein Problem anspreche, dann finde ich es gut, wenn man direkt auch eine Lösung dazu bietet, die auch natürlich funktioniert. Wie gesagt, der Hauptgrund einfach deswegen, weil ich da meine Zukunft nicht mehr sehe, weil ich einfach was anderes, noch mehr Zeit in andere Dinge stecken möchte und ich einfach merke, auch mit meiner Krankheit spielt vielleicht auch mit rein, dass ich halt einfach nicht mehr alles machen kann, sondern mich auf die Dinge konzentrieren muss, die ich halt wirklich will. Und eine Sache ist halt dann, dass ich Freekickers zurzeit ich feiere es halt einfach nicht mehr, diese Drehs mit den Leuten, die ganzen Aktionen. Es ist nichts, was ich, keine Ahnung, wo ich mich 2 Tage vorher schon drauf freue, sondern es ist einfach irgendwie wie so ein Job, wo man halt hingeht, weil man muss. Das ist vielleicht auch Kritik auf einem hohen Niveau, weil ich glaube, viele von euch würden bei Freekickers gerne mitmachen. Ja gut, das stimmt, ja, das hat man auch so angemerkt, aber wenn ich sage, ich freue mich nicht auf einen Dreh mit, was weiß ich, Philipp Lahm oder jetzt überspitzt gesagt oder auf einen Dreh mit einem Bundesliga-Profi, dann bin ich entweder gesättigt oder ich muss irgendwie, keine Ahnung, mich nochmal hinsetzen und nochmal in mich gehen und sagen, was das eigentlich bedeutet. Ich meine, welche andere Amateurspieler, und dazu zähle ich jetzt Lukas und uns alle anderen auch, hat die Möglichkeit, mit Profis zu drehen oder die kennenzulernen oder halt mit denen Zeit zu verbringen und Videos zu produzieren. Das ist ja schon irgendwo eine Ehre, finde ich. Und man muss ja auch dazu sagen, dass Lukas Kanal definitiv sich jetzt anders entwickelt hat, auch jetzt mit dem Projekt. Aber er wäre nicht dort, wo er ist, wenn er bei Freekickers jetzt sozusagen Mitglied wäre oder Member. Und von daher so zwiegespalten. Ich verstehe ihn voll, aber andererseits sind die Kritikpunkte auch für mich persönlich zumindest mal nicht ganz nachvollziehbar, wenn es jetzt nicht mehr reizt. Vielleicht kriegt ja jetzt sogar einer von euch die Chance, meinen Platz einzunehmen. Wer weiß, wie das dann weitergeht. Was gibt es noch zu sagen? Es macht mich auf jeden Fall ein bisschen traurig, oder es ist schon ein großer Schritt auch, eine große Veränderung. Aber auf der anderen Seite auch die richtige Entscheidung und ich weiß, dass ich es auch nicht bereuen werde. Wie gesagt, waren natürlich verständliche Punkte aus meiner Sicht. Also er hat ja einiges auch erklärt. Road to Pro war wahrscheinlich einer der größten Punkte und eben, dass Projekte nicht mehr so reizen, verständlich, klar. Wahrscheinlich auch einfach schauen, wo steht man, was will man. Ich glaube, oft ist es so, das weiß ich von mir, wenn man selbst mit einem nicht ganz zufrieden ist, dann ist es auch schwer, sich für andere Sachen zu begeistern. Ob das bei Lukas jetzt der Fall ist, kann ich natürlich nicht sagen. Schade natürlich. Also ich denke, wir werden noch ein Abschiedsvideo definitiv machen. Vielleicht auch nochmal ein nostalgisches Freekick-Battle Lukas gegen Konzi, wenn ich mal wieder auf dem Platz stehe. Was sagt ihr dazu, dass Freekickers jetzt eben ohne Lukas am Start ist? Verlust? Ja, nein? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt, ab damit. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Peace.